Hallo. Kleinen Moment noch. Ich muss hier schnell noch ein Kabel für den Shelly abisolieren. Wobei, warte mal, seht ihr das? Diese kleine Kerbe hier in der Isolierung, kaum sichtbar, aber genau das ist das Problem. Was ich hier gerade gemacht habe, so macht das fast jeder. Also Seitenschneider, seitlich ans Kabel, Mantel runter. Ne, das geht schnell, sieht vielleicht auch erstmal okay aus, ist es aber definitiv nicht. Das ist einer von 5 Fehlern, die ich dir heute zeige. Fehler, nach denen ein Shelly entweder nicht tut, was er soll, heiß wird oder im schlimmsten Fall ernsten Schaden anrichtet. Und damit moin und herzlich willkommen zu Smart Home, aber sicher. Ich bin Joachim. Legen wir direkt los mit Fehler Nummer 1. Ein häufiger Fehler und gleichzeitig ein gefährlicher Irrtum. Ich habe keinen Neutralleiter, aber ich probiere es trotzdem. Viele ältere Installationen in Deutschland haben in der Schalterdose oder in der Unterputzdose keinen Neutralleiter. Das ist in der Regel dieser blaue Draht hier, kann aber auch in älteren Installationen mal grau sein. Stattdessen liegt da nur eine Phase und eine Schalterader. Aber manche Shelly-Modelle haben ja so einen sogenannten No-Neutral-Modus. Das klingt total verlockend und funktioniert in vielen Fällen auch. Das Problem ist aber, im No-Neutral-Betrieb fließt immer ein kleiner Reststrom durch die Last, also durch die Lampe in unserem Fall. Ob das zu Flackern führt oder ob es schlicht gar nicht funktioniert, das hängt sehr vom LED-Treiber der Lampe ab. Shelly gibt da Mindestlastwerte in der Dokumentation ab, aber viele moderne und vor allem sehr effiziente LEDs liegen darunter. Der Fehler ist also nicht No-Neutral an sich, sondern einfach einzubauen, ohne das Ganze vorher auszutesten. Und manche Shelly-Module unterstützen No-Neutral erst gar nicht. Es lohnt sich also definitiv vorab in der Produktübersicht das nachzuschauen. Die richtige Lösung, also prüf vorher, ob in deiner Dose ein Neutralleiter liegt. Im Kabelkanal, in der Verteilung, irgendwo. Oft ist er da, nur nicht an die tatsächliche Unterputzdose rangeführt. Wenn er wirklich nicht erreichbar ist, dann halt ein Shelly-Modul wählen, das explizit No-Neutral unterstützt und dann auch erst einbauen und testen und danach alles verschließen und auch darauf eingestellt sein, dass es vielleicht nicht problemlos funktioniert. Und noch ein gefährlicher Sonderfall, den ich nicht unerwähnt lassen will. Manche greifen in so einer Situation kurzerhand zum grün-gelben Schutzleiter als Rückleitung. Das ist definitiv lebensgefährlich. Der Schutzleiter ist kein Neutralleiterersatz. Wer ihn als Stromrückleitung missbraucht, setzt damit unter Umständen das Gehäuse angeschlossener Geräte unter Spannung. Liegt kein echter Neutralleiter in der Dose, nicht improvisieren. Aber selbst wenn du einen Neutralleiter hast und alles angeschlossen ist, der nächste Fehler trifft auch Leute mit moderner Elektrik. Denn Shellys sind klein, aber nicht so klein, dass sie problemlos in jede Unterputzdose passen. Besonders wenn da schon ein Lichtschalter, mehrere Kabel und vielleicht sogar noch andere Technik drin ist. Das Symptom ist dann meist nur, die Dose wird warm. Manchmal auch sehr warm und selten sogar heiß. Und das ist kein Zufall, das ist Wärme, die nirgendwo hin kann, weil die Dose einfach überlastet und zu voll ist. Shellys haben ein eingebautes Temperaturlimit. Wenn das zu heiß wird, schalten sie automatisch ab. Zum Schutz der Geräte, aber auch zum Schutz von deiner Wohnung. Und das klingt definitiv gut, ist aber ein Zeichen, dass etwas grundlegend nicht stimmt. Wenn also deine Geräte wegen Übertemperatur abschalten, solltest du definitiv mal einen Blick reinwerfen. Was definitiv besser hilft, vor dem Einbau prüfen, ob der Platz reicht. Nichts quetschen, nichts biegen, im Zweifel eine größere Dose setzen lassen, auch wenn es nervig ist, oder auf eine externe Lösung am Zählerschrank ausweichen. Und noch ein kleiner Tipp nebenbei, in den Shelly-Einstellungen gibt es einen Eco-Mode. Der reduziert die WLAN-Sendeleistung im Leerlauf und damit auch die Eigenerwärmung. Gerade wenn mehrere Shellys in engen Dosen sitzen, einmal aktivieren, Shelly Web UI, Einstellungen, Wi-Fi, Eco-Mode. Ich aktiviere den grundsätzlich bei jedem Shelly, der bei mir verbaut ist. Der Grund, warum Unterputzdosen manchmal heiß werden, ist aber nicht immer der Platz, sondern auch manchmal das, was vorher beim Einbau passiert. Fehler Nummer 3. Und da geht es jetzt genau um das, was ihr vorhin am Anfang gesehen habt. Der Seitenschneider seitlich ans NYM-Kabel. Mantel runter, sieht erstmal ordentlich aus, bis man genau hinschaut. Ja, diese Kerbe in der Isolierung der Ader, die passiert fast zwangsläufig. Manchmal nur ein kleiner Kratzer,
Den sieht man kaum und trotzdem ist er da und unter Last oder mit der Zeit kann genau das zu einem Kurzschluss oder Isolationsversagen führen. Ich habe deshalb 2 Werkzeuge mitgebracht, die das Problem ein für alle Mal lösen. Erstens ein Abmantelungswerkzeug. Ich nutze das hier von Knipex. Du setzt es an das Kabel an, drehst einmal herum, der Außenmantel ist sauber abgetrennt, ohne die Adern im Inneren auch nur zu berühren. Einmal benutzt, greifst du nie wieder zum Seitenschneider, garantiert. Und das zweite, eine Abisolierzange, ebenfalls hier von Knipex, selbst einstellen. Die erkennt also den Adernquerschnitt selber, schneidet nur die Isolierung und zieht sie ab. Kein Abmessen, kein Schätzen, kein angesägter Kupferdraht. Beides kann ich dir definitiv nur wärmstens empfehlen. Links zu den Artikeln findest du natürlich unten in der Videobeschreibung. Und direkt daran schließt der nächste Fehler an, der mich am meisten überrascht hat, als ich ihn das erste Mal wirklich richtig verstanden habe. Weil die intuitive Lösung, die die meisten als ersten Gedanken haben, die Verbindung über die Zeit sogar schlechter macht. Wir haben jetzt das richtige Werkzeug, jetzt kommt der Schritt, bei dem es trotzdem noch schief gehen kann, und zwar das Anklemmen der Adern an den Shelly selber. Und hier gibt es gleich 3 verschiedene Aspekte, auf die du achten solltest. Fangen wir mit der Abisolierlänge an. Zu kurz abisoliert, die Klemme greift kaum am Kupfer, der Übergangswiderstand steigt und die Verbindung wird warm. Genau das, was wir bei Fehler 2 schon besprochen haben, nur diesmal definitiv selbst verursacht. Oder du isolierst zu lang ab. Das blanke Kupfer steht also über die Klemme deutlich hinaus. Je nach Platzsituation in der Dose bedeutet das Kurzschlusspotenzial zur Nachbarklemme oder sogar zum Metallgehäuse. Die richtige Länge, die steht in den Anleitungen zum jeweiligen Shelly. Meistens sind es so um die 6 oder 7 mm. Viele Hausinstallationen haben Massivdraht, aber wer mit Verlängerungen, Abzweigungen oder irgendwelchen Flexleitungen arbeitet, hat es schnell mit Litzen zu tun. Also mit vielen einzelnen dünnen Drähten statt einem dicken Einzeldraht. Litze direkt in eine Schraubklemme oder Federklemme einzusetzen, funktioniert kurzfristig, ist aber brandgefährlich. Mittelfristig können sich die Einzeldrähte biegen, sie können quetschen oder oxidieren. Die Verbindung verschlechtert sich mit der Zeit und wird unter Umständen so ebenfalls zu einer Wärmequelle. Und jetzt der Fehler, den ich versprochen habe: die Litze vor dem Einklemmen verlöten. Das klingt nach einer guten Idee, die Drähte werden zusammengehalten, nichts splittert, aber es ist absolut falsch. Lötzinn verformt sich nämlich unter dauerhaftem Klemmendruck. Das nennt man Kaltfluss. Und die Verbindung, die beim Einbau noch fest saß, wird mit der Zeit locker. Und das ist keine Frage, ob das passiert, sondern definitiv nur, wann es passiert. Die richtige Lösung ist hier eine Aderendhülse, also eine kleine Metallhülse, die man über die abisolierte Litze schiebt und mit einer Krimmzange verpresst. Das Ergebnis ist eine stabile, definierte Querschnittsfläche, die sich in einer Klemme genauso verhält wie ein Massivdraht. Also einmal gekrimmt, bleibt es so. Ja, und wer es noch nicht gemerkt hat, ich bin ja ein Fan von Knipex, auch die machen übrigens gute Adernendhülsen, ebenfalls in der Beschreibung verlinkt. Kurze Frage an dich: Welcher dieser 4 Punkte war denn neu für dich? Oder welcher Fehler ist dir selbst schon passiert? Ich bin gespannt auf deine Kommentare unter dem Video. Shelly einbauen, das klingt einfach. 4 Kabel, ein Modul, fertig. Und technisch stimmt das ja auch oft irgendwie. Aber bevor du irgendwas an einer Unterputzdose machst, gibt es 5 Sicherheitsregeln für Arbeiten an 230 Volt Netzen. Kriegst du sie ad hoc zusammen? Also kein Vorwurf, wenn nicht, aber wenn die Antwort Nein ist, dann ist das ein klares Zeichen, weil diese Arbeiten gehören in Fachmannhände. Paragraph 13 der Niederspannungsanschlussverordnung schreibt übrigens genau das vor. Arbeiten an 230 Volt Netz dürfen grundsätzlich nur von Elektrofachkräften durchgeführt werden. Wenn du sagst, ich möchte das von einem Elektriker machen lassen, gibt es meistens 2 Optionen. Entweder kennt der Elektriker sowas wie Shelly nicht, oder er möchte es dir nicht installieren und installiert er, wenn überhaupt, was Smartes, KNX oder ein anderes Profisystem, das nicht nur teuer, sondern auch oft sehr komplex ist. Und möglicherweise kommst du selbst danach auch nicht mehr dran, ohne ihn wieder anzurufen.
Und das ist natürlich für so Do-it-yourself-Smart-Home-Leute wie mich und dich absolut unbefriedigend. Und genau deshalb finde ich interessant, was Gerlach Smart Solutions macht. Benjamin Gerlach ist Elektrotechniker Meister und DEKRA-zertifizierter Sachverständiger, also jemand, der das handwerklich wirklich kann. Und er hat sich bewusst auf offene Systeme wie Shelly spezialisiert. Der Schwerpunkt liegt auf Nachrüstungen im Bestand, also genau dem, worum es hier in diesem Video geht. Der Service läuft als Komplettpaket, das heißt kostenlose Ersteinschätzung, Auswahl der passenden Komponenten, die fachgerechte Installation durch Elektrofachkräfte und danach Einrichtung, Optimierung, Fernwartung, Programmierung, also bis die Automation wirklich läuft, nicht nur bis der Deckel auf der Dose ist. Du bleibst dabei Herr über dein eigenes System, also kein Cloud-Login und keine Abhängigkeit. Die kostenlose Ersteinschätzung, die gibt es übrigens deutschlandweit. Ganz einfach über den Link in der Videobeschreibung hier unten. Mit dem Code SICHER25 gibt es außerdem 25 € Rabatt auf die anschließende Installationsbuchung. 5 Fehler, alle vermeidbar. Neutralleitersituationen vorher klären, Platzverhältnisse prüfen, das richtige Werkzeug benutzen, Abmantelungswerkzeug statt Seitenschneider, richtig anklemmen, Abisolierlänge beachten, bei Litzen immer Adern enthülsen, krimpen, niemals löten und nie ungesichert an der Unterputzdose arbeiten. Und wenn du weitere Shelly-Fallen kennst oder einen dieser Fehler selbst erlebt hast, schreib's mir jetzt in die Kommentare, denn die besten Erfahrungsberichte machen immer andere schlauer. Für heute war's das. Abonniere den Kanal, sodass du wieder dabei bist, wenn es wieder heißt Smart Home aber sicher. Bis dahin, pass auf dich und dein Smart Home auf. Dein Joachim.